Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind mal wieder im Tangram Gate und haben als nächstes Ziel Commander Bells hier anzutreffen, die sich irgendwo aufhalten soll. In der 2. Etage hieß das, glaube ich. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich auch hinlaufen. Ich hatte beim letzten Mal mit den Leuten hier nicht gesprochen, ne? Sondern nur so stichprobenartig draußen, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe übrigens nochmal, weil im letzten Part so oft das Wort Counterfeit aufkam, nochmal nachgeschaut. Ich habe das die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, wie unangenehm das ist, wenn du selber ein Wort eigentlich ganz gut kennst und weißt, wie man es richtig ausspricht und dann quatscht dir da ständig jemand mit der falschen Aussprache ins Ohr rein. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich habe gelernt, ich habe recherchiert und weiß jetzt Bescheid. Excuse us, ma'am. Lange nicht gesehen. Ich glaube, in diesem Kapitel noch gar nicht, oder? Oder war das Anfang Kapitel 3, wo wir das letzte Mal hier waren? Ich weiß nicht mehr. Good afternoon, Deputy Commander Sergeant MEHR. Major. Ich glaube, hier ist Major. Ich glaube, mit J ist J und mit Y ist Yi. Fängt ja schon mal gut an heute. Nice to see you. Hello, you four. Given you came to see me directly, I assume that something's happened. Yes, actually, there's something we'd like to discuss with you, if you don't mind. Lloyd explained that they had come to Tangram Gate in order to figure out how to crack down on counterfeit dealers crossing the border. I think I understand your predicament. You can count on Tangram Gate's cooperation. Thank you, Deputy Commander. Hold up, you sure you guys can afford to spare the manpower? Don't all the border gates get crazy busy during the anniversary festival? No need to worry about that, Randy. As I'm sure you know, border security is the responsibility of CGF guardsmen who are stationed at the gates. Sure, we may be swamped, but I think it's our duty to be involved with this issue of yours. Well put, Seeker. There's no need for the Special Support Section to have any reservations on our behalf. That being said, we are currently short on hand, so the amount of aid we can provide is limited. Any assistance you can provide is welcome. And I know it's sudden, but do you think we have an opportunity to interview the incoming passengers from the Republic? According to police intel, the counterfeit dealer should be arriving at Tangram Gate around noon today. Noon, Now that you mention it, I believe there is a bus from Calvert scheduled to arrive relatively soon. If your intel truly is accurate, your dealer should be on board. You know, there's a brief window of time where passengers from the Calvert bus have to wait for the domestic Crossbell bus line to arrive. Usually people waiting for their connecting bus head over to the mess hall to rest or have a quick meal. Sounds like we've got ourselves a plan then. First, the Sergeant Major will come up with some... Oder ist das genau andersrum? Ich kann es mir partout nicht merken. Seit Jahren verwechsel ich diese beiden Sachen miteinander. Es triggert mich gerade mehr als euch, glaubt mir. We'll come up with some excuse to escort the passengers into the mess hall. Next we'll stroll in, not causing any ruckus, and try to find our counterfeit dealer. If you've ever wanted to show off your detective chops, Lloyd, now's your time. Leave it to me. We may have a small window, but it should be enough time to screen most of the passengers. I am curious to see whether we can pull this off without giving ourselves away. I'm kind of starting to feel anxious. You still have a little time until the bus arrives from the Republic. If you stay at the gate, you should have enough time to rest beforehand. How about it? I can have beds prepared for you if needed. We still have some errands to run. Time for some R&R. Das ist irgendwas mit Rest. Das weiß ich. Das hatten wir, das Thema. Das hattet ihr mir irgendwann in den Kommentaren mal beantwortet. Wenn es das war und ich das nicht wieder verwechsel. Before the bus comes. Nee, wir sind eigentlich soweit ready, oder? Ich hatte keine offenen Sidequests oder so, sonst würden wir ja nicht hier ransitzen. I think we take you up on that offer, Deputy Commander Bells. Very well. I have some... one call for you when the bus arrives. Until then, use your free time to rest. Yes, ma'am. Das passiert jetzt wahrscheinlich automatisch, oder? Wenn ich das schon ausgewählt habe. Ist das schon der Bus, um den es ging? Oder ist das jetzt erstmal nur das Intro für durchfahrende Fahrzeuge?
Es wird bestimmt irgendwas passieren. Weil ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade schon schlafen. Ob das jetzt zeitgleich passiert zu unserem Besuch bei Bells. Hi, Seeker. Welcome to Crossbell State, sir. I'm sure you must be tired from your long journey here. Fortunately, it won't be long until the bus to Crossbell City arrives. Warum begrüßt sie ihn denn persönlich? Hat die keine anderen Aufgaben? Oder ist der wichtig? If you'd like, feel free to rest up in the mess hall while you wait. Der ist bestimmt wichtig. Das ist bestimmt auch gar kein Bus, sondern seine eigene Karre oder so, keine Ahnung. Wo er seine ganze Entourage drin hat. Merchant. I think I'll take you up on that. Oder lotst sie die gerade raus? Ich bin nur überrascht, dass Seeker das macht. Ich finde es ja gut, dass jemand die hier begrüßt und abholt und einlädt, zu verweilen und so. Aber vielleicht ist das auch Teil der Aufgabe, die da rein zu lotsen. That all of them? Zumindest alle, die im Fahrzeug waren, würde ich sagen. Yes, it should be. Here's the passenger list. You should probably give it a quick glance. Oh, das erinnert mich an die Kennzeichenmission. Noel pulled out the passenger list and handed it to Lloyd. I appreciate it, Sergeant Mayor Seeker. This is going to be a huge help. So, jetzt mal einen ganz kleinen Moment, ganz kurzer Cut. Okay, also meine erste Vermutung war die richtige. Es ist Major Seeker. Und ich habe jetzt gerade, kam mir so eine Eingebung, ich habe, glaube ich, die perfekte Eselsbrücke. Nämlich Mayonnaise. Mayonnaise ist jetzt das Stichwort, weil das schreibst du mit Y und das sprichst du Mayo aus und nicht Majo. Du sagst nicht Mayonnaise. Ich hoffe, dass es mir ab heute auf Lebzeiten hilft und ich schwöre euch, ich werde es nie wieder thematisieren, vielleicht kurz innehalten, es sei denn, ich vergesse es komplett und reg mich wieder auf. Aber jetzt mache ich hier einen Cut mit diesem Thema und dann läuft das hoffentlich. Also, I appreciate it, Sergeant Major Seeker. This is going to be a huge help. 9 passengers total and we are positive that all of them came from the Republic. Are you sure you are allowed to show this list to people outside the CGF? In a way, this is tantamount to the disclosure of personal information. Deputy Commander Betts already authorized me to give you any information that may assist you in your investigation. And given that no one's name or address is included on the list, we're not leaking any sensitive details anyway, or so she said. There's the quick and adaptive judgment we've come to expect from the Deputy Commander. Aber der vollständige Name ist doch auch eine sensitive information, oder? Oder gilt das da offiziell, oder fällt das da offiziell nicht drunter? Ich weiß nicht, ich hätte gesagt schon eigentlich. Damn, she's scary smart, man. Alright then, thanks for letting us take a look at this, Sergeant Major. Lloyd handed the list back to Noel. It's no problem. Did anything stand out to you? We're definitely going to need to take a look for ourselves before we draw any conclusions. Well, we should strike while the iron's hot. There's not much time until the bus arrives. We should interview the passengers and try to flush out the counterfeit dealer. Agreed, let's move out. It's go time! Roger. I believe in you, everyone. Ja, wir glauben, glaube ich, auch an uns. Der Reen. Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Der Lloyd wird das schon machen. We don't have much time until the bus bound for Crossbell City arrives. Let's interview the passengers while we still can. Okay, so, sind gerade alle ausgestiegen, ne? Oder sitzt jemand, der vorher auch schon hier saß? Wobei, den hier? Ich glaube, den kenne ich noch. Warte mal, ich will nur gucken, ob ich jetzt irgendwie in die Nebenräume noch kann. Ja. Okay, hier sind also auch welche zum Interviewen. Wir fangen jetzt aber mal hier an. Kommentierst du in irgendeiner Weise, dass sich hier neues Fußvolk eingefunden hat? You, lunchtime is crazy as always. And what's more, these Calvadians are extremely picky. I swear they complain if the slightest thing doesn't suit their tastes. Ist das so? Lunchtime is crazy as always. Sind die Leute aus Calvert so? Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, aber das ist ja auch nur seine Wahrnehmung. Muss ja trotzdem nicht heißen, dass alle so sind. Ich versuche dran zu glauben. Oh, I can't wait until the bus arrives to take me to the land of opportunity. So nennt ihr das also. I hear that Crossbell is the ideal place to do business. Mira awaits. Excuse me, sir, you're some kind of merchant, right? Exactly right. I deal in rare Calvadian novelties. Seeing an opportunity, I decided to come expand my wares with Crossbell and goods to sell back in Calvert.
You run your business by yourself? Is that not difficult? Despite how things sound, I have quite a wide array of personal connections. All the contacts I've made across Lemuria have given me a huge leg up with business deals, far more than I could have ever expected. If you'd like, I'd be more than happy to show you my wares. I deal in rare knickknacks and other Calvadian doodads. All the contacts I've made across Lemuria, das hier kennen wir schon. Expected, if you'd like. Ja, dann zeig mal. Ist immer geil, wenn uns Leute sagen, ich habe voll die geile Ware, schau dir mein Sortiment an und dann kommt einfach kein Einkaufsmenü. Dann halt nicht. Morning, are you heading to Crossbell City too? Yeah, something like that. Would you two happen to be on some kind of couples retreat? Huh, is that what it looks like to you? Oh, you are not together then? If we had a mirror for every time we were asked that. Contrary to what you think, we're siblings, not a couple. Naja, das hat in Trades-Spielen nicht so viel zu sagen. Da verwischen die Grenzen ganz gerne mal. Since we barely look alike, people are always getting the wrong impression. We both love to travel, so we go on all kinds of trips together. It's just our thing. Wow, sounds like you two are really close. Well, I'd feel bad if she went places by herself, seeing that she doesn't have a boyfriend. Aren't you hilarious? I'm not the one mom's always nagging to find that special someone. Well, I guess you got me there. Anyway, you guys all have a good time at the anniversary festival, alright? I know we will. Sehr gut. How many times have we been mistaken for a couple on this trip now? Oh well, here's hoping we all make some wonderful memories at the anniversary festival. How many times have we been mistaken? Ich bin mit meinem Bruder auch fälschlicherweise schon mal für ein Paar gehalten worden, aber das ist, glaube ich, das liegt so ein bisschen in der Natur der Dinge, weil man unter Geschwistern, wenn man sich denn gut versteht, halt so eine gewisse Vertrautheit auch miteinander hat und sich ja oftmals auch relativ ähnlich sieht, was für Paare oftmals ja auch gilt. Nicht immer natürlich, aber das kommt nicht von ungefähr, dass die Leute ständig fragen, denke ich mal. We're siblings, but we don't really look alike. Leads to some false assumptions, sure, but we love to travel too much to let that stop us from going on trips together. Na, das wäre ja noch schöner, wenn euch das dran hindern würde. Alles richtig gemacht, würde ich sagen. Also ich finde es cool, dass ihr zusammen reist. Ich feiere und supporte das. Aber die Leute meinen es natürlich auch nicht böse, wenn sie fragen. Ne? Also ich verstehe schon, dass es nervt, aber andererseits kann man, finde ich, auch den Leuten das nicht vorwerfen. Die ist irgendwie hübsch und auffällig. You, check her out. Oh? Die sieht sehr auffällig aus irgendwie. Die kriegt bestimmt noch einen eigenen Namen. You weren't riding on the bus, were you? Die hat was sehr Schelmisches. Die erinnert mich an eine aus Trades in the Sky, auf deren Namen ich gerade nicht komme. What? Oh, well, since we got here so late, we decided we'd spend the night. Hopefully that will fly for now. Hehe, is that so? Well, I suppose that's as sound a reason as any. Enlighten me, madam. What exactly are you doing here in Crossbell? I suppose you could say that I'm searching for a jewel. What sort of jewel are you talking about? A beautiful one that can enchant people and rests within this very state. Oh, das klingt nach einer esoterischen, okkulten Hexe oder so. And if I'm successful in obtaining it, I have the power to bring a vortex of enthusiasm to the Republic's people, though I may have to stoop to whatever means necessary in order to see it through. Why is she being so cryptic? Oh, die erinnert mich an... Shit, wie hieß die aber aus Cold... Beryl hieß die aus Cold Steel, ne? Hehe, I wouldn't think too hard about it. Mache ich jetzt aber. I came to Crossbell to search for a certain jewel, so to speak, and if I'm successful in obtaining it, I have the power to bring a vortex of enthusiasm to the Republic's people, though I may have to stoop... Ja gut, das kennen wir schon. Ich bin gespannt, ob das noch ein Nachspiel hat. Weil ich finde, wie gesagt, sie ist vom Design her nicht vergleichbar mit anderen NPCs, die hier schon so rumliefen. Hi. Oh dear, oh my, what a handsome young man. You remind me of my grandson, in fact. Such an air of intelligence far beyond your years. Thank you, ma'am. Are you from Crossbell? Oh, no, I'm from Calvert, dear.
You see, my son's family lives in Crossbell City, so I'm using that as an excuse to have a bit of fun at the festival. If you can believe it, it's been almost 3 years since I last stepped foot in Crossbell. 3 years too long. You sure seem happy, ma'am. Oh ho ho, how could I not? After all, it's been so long since I've been able to play with my precious grandson. It feels like it was only yesterday I was playing with him in Michelin Wonderland. I can't wait to see how big he's gotten over the years, my dear grandson, all grown up. I think it's been around 3 years since I last visited Crossbell. This is neu. I can't wait to see my grandson. The mere thought of him puts a smile on this old face. Sometimes I can't help but remember the time we went to Michelin Wonderland together when he was still just a little tyke. Aha, I think it's been around. Jetzt wiederholt sie sich aber. Okay, der geht's auf jeden Fall gut. Das ist schön. Mehr Positivität und so. Hey, you four, don't you think that lady's up to something? Huh? Lady? Which one? The black-haired one sitting over on the other side wearing the pantsuit. Die ich gerade meinte, die gelbe, ne? I saw her with the rest of the passengers, but she sticks out like a sore thumb. Cool, dass sie das auch nochmal erwähnt, weil das war genau auch meine Wahrnehmung. I'm telling you, she's suspicious. It's like she's too calm. I just get the feeling she's not your average lady. Und deswegen ist sie auch so interessant. Well, it's certainly true that she's not dressed like the typical tourist and doesn't speak like one either. Ja, und wo ist jetzt das Problem? That aside, did you come to Crossbell to sightsee or personal reasons? I guess I'd say that I'm returning home. I've been vacationing in Calvert, but I made sure to come back for the anniversary festival. Actually, why are you wasting your time with me? If you're boarding the bus too, you should really keep an eye on that lady with the black hair. Now she's suspicious. Und am Ende wird sie vielleicht eine Verbündete von uns werden. Wer weiß. I've been vacationing in Calvert, but I made sure to come back in time for the anniversary festival. But honestly, why are you wasting your time with me? If you're boarding the bus, she's suspicious. Ja, das haben wir schon verstanden. Das heißt doch nicht, dass ich nicht auch mit anderen Leuten sprechen will. Aber ich finde, sie hatte einen zu schelmischen Gesichtsausdruck. Also vieles spricht irgendwie dafür, dass mit der irgendwas nicht ganz koscher ist. So, warte mal, ich fange mal wieder mit ihm an. Sure are a lot of people coming through today. Bist du darüber glücklich oder eher nicht? So mit neutralen Feststellungen kann ich nicht so viel anfangen. Das sehe ich selber. What do you want? This guy looks like an oddball. Pardon me, sir. Might we ask why you're coming to Crossbell? What's it to you? Just curious, sir. Why the hostility, old man? Got some secret you're hiding? Don't want to let anyone know about that guilty conscience of yours? The hell are you accusing me of? Whoa, Randy. Hey now, no need to get angry. I'm on your wavelength. Crossbell is swarming with all sorts of cuties, not to mention it's full of fun little places that you can take them to. Gotta say, I like your style, man. Want me to tell you about some of my favorite spots? Such shamelessness. Fishing. I came here to fish, okay? I know it's the anniversary festival and all, but I just came here to fish for some of your freshwater species alone. Something wrong with that, punk? No, I'm cool with that. Sorry for teasing you, old man. That's one way to get someone to talk. Crude and unusual, but effective. I come to Crossbell to fish. No more, no less. How about you go bug someone else? Also entweder der lügt uns an. Und wenn er die Wahrheit spricht, dann verstehe ich die Aggression hinter seiner Reaktion nicht. Aber vielleicht mag der auch einfach keine Menschen und wird nicht random gerne von der Seite angesprochen. Keine Ahnung. Crossbell has been really scenic so far and the air is super clean here too. My dad's been to so many countries on his business trips that he never runs out of really cool stories to talk about. My dad's been to so many countries. Talk about. Okay, und das hier ist dann wahrscheinlich dein Dad. You know, traveling by bus has a unique charm to it, cruising along on the open roads. My boy seems to be having a blast too. Oh, are you on a family vacation?
Yes, I suppose that's a good way to put it. My son has always supported me through thick and thin, so I wanted to be able to show my love and appreciation for him, hence this trip. You sound like quite a caring father, sir. Come now, I'm going to blush. Since I'm constantly having to go on business trips, I have to take advantage of times like these to show off my fatherly love. That's all there is to it. Okay, I'm actually having a nice father-son bonding trip today. Since I'm constantly having fatherly love, das kennen wir schon und das Lachen am Ende auch. Okay, na gut, wenn es beiden damit gut geht. Ich bin nur überrascht. Ich dachte eigentlich, wenn wir jetzt eine Person ansprechen würden, dann würde sich ja alles verändern. Ach, jetzt. Attention passengers, the bus bound for Crossbear City has just arrived. For those boarding, please head towards Tangram Gate's parking lot. The bus is here, let's get going. Yeah, let's go. Ho ho, my time to finally reunite with my grandson has nearly arrived. Okay. Sehr interessante Gruppe auf jeden Fall. Ich hätte mir noch gewünscht, dass jeder irgendwie einen Eigennamen hat, weil ich mir das dann besser merken kann. Ja, Namen kann ich mir auch schlecht merken, ich weiß, aber irgendwann kommt es dann halt wieder in Erinnerung, wenn man es dann einmal liest oder sieht. How'd it go? My assessment is that we do not have enough information to fully determine who the dealer is. Ich würde auch sagen, dass ich keinen Favoriten habe. Die Vermutung ist naheliegend, dass die Dame in Gelb hier am auffälligsten war. Aber ich finde, nur weil sie weird ist, kann man ihr das nicht ankreiden. Also, ich bin da bei Tio. All those guys struck me as regular people coming to enjoy the festival. Is there really a criminal hiding in that group? I find it hard to believe. Ich würde fast, also ganz ehrlich, mein Bauchgefühl geht am ehesten in die Richtung des Vaters, der mit dem Sohn da ist. Ich weiß auch nicht. Mal gucken. You're being awfully quiet, Lloyd. Did you notice anything? Sort of. There was one person who said something a bit strange. Bei dieser Phishing-Typ, der wäre auch zu auffällig. Ich glaube auch nicht, dass der das ist. Das muss irgendeiner sein, den du halt nicht auf dem Schirm hast, so wie es halt immer der Fall ist. Seriously, what the hell was it? It's just a hunch, Randy. But right now we need to board that bus so we can pull all the pieces together on this. We should be on our way then. Once that bus reaches the city, the passengers are going to split up and we will not be able to track them down. Good point. Let's hurry over to the bus stop. The bus is in the parking lot, everyone. I wish I could be of more help, but I've done all I can. I'll be praying for your success. Thanks, Sergeant Major. We'll get it done. Ja, das wird sich noch zeigen. Können wir bestimmt wieder falsche Antworten geben am Ende, wenn wir uns entscheiden müssen. The bus bound for Crosswell is in the parking lot just through the gate, everyone. I wish I could be of more help, but I've done all I can. I'll be praying for your success. So, warte mal. The bus heading to the city is about to leave. Let's hurry to the bus stop. Okay. Ich dachte, ich kann vielleicht nochmal die Angestellten dort fragen, ob denen vielleicht irgendwas aufgefallen ist. Okay, dann lass uns da mal hingehen und gucken, ob wir noch Erkenntnisse gewinnen können, kurz vor Abreise. Denn ich glaube auch, dass wenn die einmal weg sind, dann wird es schwierig. Das ist aber... Ach ja, stimmt, kann ja... Ich wollte gerade sagen, das ist aber nicht der gleiche Bus, der hier reingefahren kam, aber das ist ja auch Ablösung. Das ergibt ja auch Sinn, dass sie jetzt hier weiterfahren und umsteigen quasi. Oh, you folks heading back too? Yes, sorry to keep you waiting. Yeah, well, the other passengers are already on board. Hurry up and get in. Da passen doch niemals so viele rein, oder? Ich gucke mir gerade diesen Bus an und stelle das der Szene gerade gegenüber mit den Leuten, mit denen wir gerade gesprochen haben. Das wird da kuschelig drin, ne? Habe ich gerade vorgelesen, was der gesagt hat? Ich glaube, ja, hurry up and get in war das letzte. Like I said earlier, I plan to uncover the identity of the counterfeit dealer on the bus ride. Let's think through things and figure it out before we reach Crossbell. Gotcha. We are in a race against time. No time to waste then, shall we? Mhm. Können wir uns da drin jetzt bewegen? Und nochmal mit den Leuten sprechen? Aber Lloyd hatte doch schon eine Auffälligkeit. Warum sagt er uns nicht, was er damit genau meinte? Vielleicht, weil die Zeit es nicht zulässt. Keine Ahnung. Ah.
ja, okay. Von hier sehen die Platzverhältnisse deutlich größer aus, als es von außen den Anschein hatte, finde ich persönlich. Und die Dame in Gelb, die trägt eigentlich gar nicht Gelb. Die hat nur ein gelbes Haarband und einen gelben, in Anführungsstrichen, Gürtel. Das soll wahrscheinlich Gold sein. First off, we should sort through all the information we have on the counterfeit ring. The group of counterfeit dealers split up and entered Crossbell via the train station, airport and Tangram Gate. At least according to the report given by Donovan. Yes, that's right. If the report is accurate, our culprit should be one of the passengers on this bus. With that information, we can deduce one infallible truth. Jetzt hätte ich gerne so eine Interviewmechanik wie in L.A. Noire, wo du den Leuten ins Gesicht gucken kannst und darauf basierend entscheiden musst, wer dir hier was vorflunkert oder vielleicht verheimlicht oder sonst was. Infallible truth, genau. The counterfeit dealer who boarded this bus is. Das kam jetzt überraschend. Ich dachte, die listen jetzt hier nochmal die Leute auf, mit denen wir gesprochen haben. Woher soll man das denn wissen? Ich gucke mir gerade mal eben die Leute an und versuche zu rekapitulieren. Wir hatten die Geschwister. Wir hatten den Mann mit dem Zylinder, der so unauffällig war. Doch, der hat sein großes Geschäft hier gewittert. Genau, der war so voller Tatendrang. Wir haben die komische Dunkelhaarige. Wir haben Vater und Sohn. Ach, das waren gar nicht so viele, ne? Weil viele von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die gehörten gar nicht zu den Merchants. Das erklärt auch, warum ich mit der Größe des Busses falsch gelegen habe. Ich habe da nämlich irgendwie gedanklich versucht, alle reinzupacken. Ich weiß es nicht. Ich würde nur gerne, bevor ich gleich nachgucke, mich auf was festlegen, wozu ich tendieren würde, in der Hoffnung, dass es vielleicht zufällig das Richtige ist. Aber Bauchgefühl sagt das Untere, weil das mehr Begründungsspielraum hätte, dass man da zwischen den Zeilen irgendwas rausgehört haben könnte, was darauf hindeutet. Weil das hier würde ja implizieren, dass das hier komplett ausgeschlossen ist. Und ich kann es gerade nicht besser begründen als so wie gerade eben. Ich glaube, dass das hier eher hinträchtig ist. So, und jetzt gucke ich nach. So, also das hier hätte ich auf jeden Fall schon mal falsch gemacht. Den Bonus DP kriegst du für das Erste. Ich hoffe, es wird noch begründet, woran man das hier festmachen soll. So, keine Ahnung. Weil eigentlich musst du ja erstmal wissen, um wen es geht. Also wer überhaupt der Culprit ist, um hier eine zusätzliche Einschätzung noch vornehmen zu können. Ich wähle jetzt einmal das. Working independently. From that we can conclude that this is likely the ring's leader. Whoa, seriously? Would their leader be working solo with no backup? It's possible, but what's your reasoning behind that? Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. It's relatively simple to explain. For them to sell their merchandise, they have to transport their counterfeit goods into Crossbell, right? Naturally, it seems odd for them to be using the bus route to Tangram Gate. Yes, now that you mention it, if I were a counterfeit dealer, I would make my friends enter Crossbell via train or airship. Unlike the border gates, the station and airport do not require strict security screenings for people from the Republic or the Empire. Für mich ist das aber trotzdem kein Ausschlusskriterium, um mit einem Partner zusammenzuarbeiten. Also, weiß ich nicht. On top of that, smuggling goods is a tricky business. Handing off the dirty work to underlings is the name of the game. Oh, and by process of elimination, our culprit already ordered his goons to smuggle through the station and airport. With that out of the way, he's free to nonchalantly enter Crossbell. Is that kinda what you're getting at, Lloyd? Couldn't have summed it up better. It's circumstantial evidence, but it still holds some weight. When we apply that logic to this case, people traveling in pairs can be ruled out. Ja, so viel zu meiner Theorie mit dem Vater. So, the siblings and father and son are clear. Ich finde nämlich, das wäre eine gute Möglichkeit, sich da so ein bisschen unauffälliger zu geben und nicht so auf dem Radar von anderen zu erscheinen. Aber okay. Exactly, but there's something else. When I was questioning the passengers, one of them said something fishy. That person is most likely the leader of the counterfeit ring. Something fishy, eh? There are 5 remaining suspects.
The eccentric old man who claims he came to Crossbell to fish. Genau. Bei dem glaube ich es nicht, der ist zu auffällig gewesen. The kind old lady who claims she came to Crossbell to see her grandchild for the first time in 3 years. Die könnte es sein, mit der gleichen Begründung wie beim Vater auch mit seinem Sohn. The dark-haired woman shrouded in mystery. Das glaube ich nicht, weil es zu auffällig. The young girl who seemed to distrust the dark-haired woman. Boah, die habe ich irgendwie gar nicht als so richtigen Merchant wahrgenommen. Also als dass sie hier als Option in Frage kommen würde. Ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen ohne Ende. And the merchant who says he travels back and forth between Crossbell and the Republic. Is one of them really the culprit? Yeah, I think I've got them pinned down. Among the suspects, the leader of the counterfeit dealers must be... Oh no. So, warte mal. Sorry, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Elderly man? Warte mal, Merchant war der mit dem Zylinder. Young Woman war die grünhaarige. Dark-haired Woman ist die spirituelle hier links, die okkulte. Ich habe hier schon wieder vergessen. Ach, das war der mit dem Fisch. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Schon wieder voll verdrängt. Ich schwanke zwischen der Elderly Woman und dem Merchant. Und bei ihr würde ich es vielleicht ein bisschen glauben, aber bei den anderen beiden wäre ich mir irgendwie sicherer. Dark-haired Woman und Elderly Man würde ich ausschließen. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, die Elderly Woman, weil sie am unspektakulärsten war. Ja, wobei der Merchant auch. Die waren beide so voller Elan für das, was die erwartet. So voll enthusiastisch und positiv. Aber ich tendiere zur Elderly Woman, weil man das von ihr am wenigsten erwarten würde. Das ist so halt meine Prämisse. Deswegen habe ich vorhin auch gedacht, dass es der Vater sein könnte. So, aber ich gucke jetzt nochmal nach. So, wenigstens das scheint zu stimmen. Also zumindest bekommt man hier Bonuspunkte. Deswegen wähle ich die mal aus. The elderly woman. You positive? Ja. Yeah, given the evidence, it wouldn't make sense for the counterfeit dealer to be anyone else. I guess that's true. The bus will be arriving at Crossbell's east exit momentarily. When disembarking, please remember to take all personal belongings with you. We will arrive shortly. It's now or never. Once we arrive, we'll hurry and apprehend the suspect. Everyone get ready. Don't have to tell me twice. Remember, Lloyd, it's up to you to get the suspect to drop their cover. You up to the challenge? Of course, leave it to me. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie die da einsteigen werden. Hat sie unser Gespräch belauscht? Oh oh. Mit der wird noch irgendwas sein. Das ist viel zu auffällig, wie hier die Gespräche gerade liefen. Nicht nur mit ihr, sondern auch über sie. Und jetzt bin ich gleich sehr gespannt, wie die alte Dame reagieren wird. Die ist bestimmt so eine versteckte Assassinin und wird sich in Luft auflösen und dann so ein Katz-und-Maus-Spiel mit uns starten. Could you please wait a moment? Die ist mit Abstand die unauffälligste, ne? Also den Vater mal ausgeklammert. Oh, if it isn't those fine young folk I met at the border. What might you dearest need with a little old lady like myself? We apologize for not having told you this sooner, but we're with the Crossbell Police Special Support Section. We'd like for you to answer a few quick questions, ma'am. Questions? Excuse me, Sonny. Are you implying something? What am I guilty of? No matter the situation, isn't it rude to bother a frail old lady like myself? I understand your reservation, but the CPD received some interesting information today. A certain group of criminals are supposedly trying to infiltrate Crossbell. We were tasked with investigating Trangram Gate, so we covertly questioned any inbound tourists there. One of them stood out due to a particularly strange remark. That remark came from you, ma'am. What's that supposed to mean, son? One of your statements in the dining hall struck me as incredibly suspicious. Ich bin auch gespannt, welche Aussage er genau meint. I believe you claimed that it's been about 3 years since you last came to Crossbell. Ah, okay, darauf hat er sich bezogen.
And what's so strange about that? The area in Calvert I'm from isn't very close to Crossbell. There's nothing weird about me visiting infrequently. I wasn't suggesting anything of the sort. The problem is what followed. You said you went to the theme park with your grandson during your last visit, if I'm not mistaken. Ach, und da gab's den wahrscheinlich noch gar nicht. Oder der ist gar nicht hier in Crossbell, sondern in Michelin oder so. Oh, I see the issue. Sehr gut aufgepasst, Lloyd. You sly dog, you. Your fate has already been sealed, ma'am. I'm not following. It's quite simple, really. If you had really visited Crossbell 3 years ago like you claimed, you would have had trouble visiting Michelin Wonderland, considering it didn't even exist at the time. Ha! What? This can't be. You see, the thing is... oh yeah, this is all a misunderstanding. Sie wird jetzt bestimmt sagen, oh, ich bin so alt und mein Gedächtnis und Jahreszahlen und Erinnerungen und so. Silly old me must have read about it somewhere and got myself confused. Ich wusste es. You know how it is with us elderly folks, right? Das ist so offensichtlich. Oh, it was a misunderstanding, no problem. Do you mind if we give your grandson's family a quick call to corroborate your story? I'm sure they'd be quick to defend you if the police suspected you, right? Uh-oh. Then again, that's not even an option. You can't call someone who isn't real. It's pretty funny when you think about it. You went to visit a non-existent theme park with a non-existent grandson. This type of mistake would have only been possible for someone who has visited Crossbell in the last 2 years. Frequently coming here to run your crooked business is exactly what allowed for that contradiction in your statement. I have no idea what you're talking about. Do you seriously think a kind elderly lady like myself would be heinous enough to pawn off counterfeit goods on unsuspecting people? I do believe you just put the final nail in your coffin, ma'am. Not once during this exchange did we specify the crime in question. Oh crap. Way to fall for one of the oldest tricks in the book, you old bad. Think it's about time you face the music. I am sure you have a perfectly logical explanation as to why you have access to sensitive information. We will be more than happy to listen to you in our interrogation room. Ich würde jetzt versuchen abzuhauen, oder? So, that's that, right? I give you one last chance, ma'am. Please turn yourself in peacefully, or else... Who'd go along with a bunch of idiotic whippersnappers? What? Eek. She's gone off her rocker. Her true nature has finally been revealed. You're all just a bunch of cowards trying to deceive a helpless old lady like myself. I'm sure the goddess will smite you all if you don't correct your nasty behavior. It is honestly laughable you can utter such nonsense without a hint of irony. Are you not guilty of deceiving others with your unscrupulous business oder so? Shut up, you damned Munchkin. Na, jetzt geht's ja ab hier. Munchkin? I hate you all. This is exactly why the police and braces are trash. Boah, jetzt hat sie's uns aber richtig gegeben. I bet you think you're so righteous. Maybe you morons should get off your friggin' high horses. Calm down, ma'am. If you could just come up with us quiet. Zip it, punk. Got cotton in your ears. I said I'm not going with you. Tja, da müssen wir der Lady jetzt wohl Handschellen anlegen, oder? Jetzt macht mal hier, wie, als wärt ihr richtige Polizisten. Don't make me repeat myself again. Oder wollt ihr jetzt wieder ein Wettrennen anbieten oder euch mit ihr anfreunden, um sie in Gewahrsam zu nehmen? Oder was ist jetzt der Plan? No, don't make me repeat myself. If you think you can catch me so easily. Jetzt rennt sie. Then why don't you go ahead and try me? Oh Mann, ey. Seriously? How can an old lady move so quickly? Ja, wenn wir hier stehen bleiben und uns darüber den Kopf zerbröseln, werden wir sie nicht einholen und auch keine Antworten kriegen. Where the hell did that whole nicest grandma you'd ever meet charade disappear off to? Munchkin. Amatio. Is it really the time for this, you guys? We need to hurry up and chase after her, or else she might actually escape. True, let's go after her.
Oh Mann, ey. Okay, das nimmt schon wieder interessante Wendungen hier. Don't underestimate me, you friggin' brats. You just wait and see. I forged these legs of mine through. Das war klar, dass das nicht hinhaut. Oh. Oh, sie hat uns geholfen. Guck mal, das fängt doch schon mal gut an. Ach, und einen Schal hat sie auch, der gelb ist. Deswegen die Irritation, als sie vorhin am Tisch saß. Ich dachte, ihr ganzes Outfit wäre so. Ups. Dankeschön. Oh dear, I must have accidentally stuck my leg out while I wasn't looking. Are you still breathing, madam? You bitch, what the hell do you think you're doing? I see that despite your age, you have energy to spare. Irgendwie mag ich die. Crap, considering... Oh no, look over there, Leute, das geht zu schnell, huh? What's she doing on the ground all of a sudden? Hey, check it out, the hot black-haired lady is here too. Wait, hold on a sec, did you do this? We can talk later. I'd suggest you restrain her while you have the chance. This woman seems to have some serious pep in her step, so I'm sure she'll be coming to in no time at all. Damn you! Good call, ma'am. You mind helping me out, Ellie? Not at all. Bin so gespannt, wie das jetzt hier alles ausgeht. I apologize, but could you accompany us for the time being? Sehr gute Idee, Theo. Especially since it would seem that you played a significant role in this arrest. Der war nur ihr Bein ausgestreckt. Very well. I wasn't intending on standing out, but perhaps this is simply fate. Ich meine, am Ende des Tages profitieren ja alle anderen Händler davon, wenn wir die Counterfeit-Verantwortlichen hier dingfest machen, weil das ja auch deren Geschäft beeinträchtigt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ihre Intention war, uns zu helfen. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. I wasn't intending on standing up, but perhaps this is simply fate. Rest easy, ma'am. It would be my absolute pleasure to escort such a fine lady as yourself. Tja, Randy, ob du so ihr Typ bist? Ich weiß ja nicht. Oh, jetzt findet die Befragung statt. Oder das Verhör viel eher. Could I ask for your name then? Yeah, like I'd give my name to some scrawny little brat like you. Scrawny. Oh, sie haut hier irgendwie Beleidigungen raus, die Leute immer genau da treffen, wo es weh tut, scheinbar. Listen here, Granny, do you have any idea the position you're in? You're aware we've already arrested all of your friends, right? So can it and start cooperating already. Shut your yap, you little shit. Didn't your parents teach you any manners? Ja, fragt ja genau die Richtige. You're talking to a lady, yeah? Don't you know it's common courtesy to serve her a cup of tea or something? Aber sie hat doch da irgendwas Leckeres vor sich. Was ist denn das? Sieht aus wie Suppe. Okay, sure, I'll bring it later. Ist ja auch noch eine Sonderbehandlung haben. Is Raven going to be alright handling her by himself? She's a tough nut, that's for sure, but don't worry, he'll be fine. Besides, this is a secure facility. She won't be getting out of here anytime soon. I don't know, somehow I could see her brute forcing her way out of anything. I agree. By the way, who's the beautiful young lady over there? You know, now that you mention it, I never asked her. Excuse me, ma'am, we're going to need your name and occupation, please, for police business, of course. Natürlich. Ey, die ist echt unfassbar hübsch. Aber ich finde generell Frauen mit dunklen Haaren und grünen Augen, die Kombination alleine macht es schon schön. Und sie hat so schön gezeichnete Augen, auch wenn die böse aussehen. Aber ich mag das. Und dazu der rote Lippenstift. Also, wenn ich ein Typ wäre oder auf Frauen stehen würde, wäre sie wahrscheinlich so genau die Art von Frau, die ich heiß finden würde. Kilika Ruren. At your service. Können wir bei Kilika bleiben? Der Name ist deutlich einfacher. I'm a Calvadian entertainment producer. I came to Crosswell. Well, let's say it was by chance. Kilika, eh? Gotta say, I dig it. Und Kilika ist auch die ich meinte aus Trades in the Sky. Da war sie nämlich auch schon. Ich schwöre euch, das war sie. Ich muss mir jetzt mal ganz kurz ein Bild auf Google angucken. Sorry. Ja, Mann, das war die Rezeptionistin in der Bracer Guild, in Le Burle, in Zeiss. Also das hätte ich jetzt mit Zeiss und so hätte ich das nicht mehr so zusammenbekommen. Aber dieses Face, dieses Gesicht, dieser Blick, das kam alles so
bekannt vor. Sie hatte aber definitiv ein anderes Outfit damals, aber ich wollte mich nur noch mal rückversichern, dass das seine Richtigkeit hat. Ich weiß, dass ihre Story, ihr Background auch ein bisschen mehr hergegeben hat. Ich wollte sie erstmal nur grob einordnen, aber mega. Gotta say, I dig it. And you're a producer to boot? Was? And you're a producer to boot? Den Satz verstehe ich nicht. You definitely look the part, and I mean that in the best of ways. She helped us apprehend the suspect, Inspector Donovan. Wobei ich mit ihr auch null diese Verknüpfung herstellen kann mit dem, was sie jetzt so suspicious macht. Also, dass sie so irgendwelches Gebräu herstellen will, was Leute manipuliert und sowas alles. Das hatte sie ja angedeutet in Tangram Gate. Da erkenne ich die Kilika aus Trades in the Sky irgendwie nicht wieder. Aber vielleicht fehlen mir auch die Details, keine Ahnung. Is that right? Excuse our poor manners, ma'am. The CPD thanks you for your invaluable cooperation. If you like, I'm sure we can scrounge up a reward for you. Can't guarantee it will be much, though. Please, it's quite alright. I didn't do anything much, certainly not enough to warrant a reward. Well, if you're sure, if I'm being honest, it's a real relief to hear you say that. Ja, sowas sagt man aber nicht. Das finde ich nicht schön. Please remain professional, Inspector. Yeah. Actually, I've been wondering, how did the stakeouts at the train station and airport go? Oh, that. Luckily, the other dealers were caught and arrested, so rum. On top of that, we were able to confiscate all of the counterfeit items they were carrying. So, if all goes according to plan, they'll be out of business for the rest of the year. Rest of the year? Are you saying they'll be getting off the hook with only minor changes? Na, die werden sich reorganisieren und wieder andere Mittel und Wege finden. It's looking like it's gonna be a stern warning and an entry ban prohibiting them from entering Crossbell for 1 month. They're not even going to be detained? So what you're really saying is that all our work didn't amount to jack. Teal said it before. According to state law, it's only a minor criminal offense, and since they're foreigners, we can't do much. Trust me, I understand how disheartening it can be, but this is as much as we can do. Ey, davon kann unsere Real-Life-Polizei leider auch ein Lied singen, muss man leider so sagen. Now, don't be discouraged. You did fine work today. Especially when you consider the fact that they'll be out of commission for the festival. Ja, aber wir wollten eine langfristige Lösung und die langfristig aus dem Verkehr ziehen. Chief, please help me. Ach, Raymond ruft nach uns. Whoops, it sounds like Raymond needs saving. Anyway, good work. We'll be counting on you guys if anything comes up again. Thank you, Inspector. You can give us a call anytime. Oh, spannend. Mit der alten Dame. Hat die eigentlich auch einen Namen? Ey, das ist so krass. Hätte ich mal eine halbe Minute noch länger drüber nachgedacht. Ich glaube, auf den Namen Kilika wäre ich sogar gekommen. Ich weiß nicht, ob der unterbewusst vielleicht sogar in meinem Kopf drin war. Nur, ich habe ihre jetzige Rolle, Position und das, was sie am Gate gesagt hat, halt null mit der Kilika in Verbindung bringen können. Es war wirklich erstmal nur das Optische. Crossbell's authority really is as weak as the rumors say. Well, I suppose I cannot be surprised about that. What do you mean? Laws exist to protect the well-being of those who live under them, and yet Crossbell's laws seem designed for the sole purpose of keeping it obedient to Erebonia and Calvert. I imagine that's something you've run up against on more than one occasion, yes? I imagine it must be extremely frustrating. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Even so, I think all of you can hold your heads high. Fighting against an unjust status quo is admirable. Though I suppose it's none of my business as a Calvadian. Regardless, I'd advise you to not give up. I'm sure your efforts will pay off one day. Die guckt immer so ultra böse, egal welches Bild von ihr eingeblendet wird in der Textbox. Kilika. So now that's all settled, what's your plan? I reserved a room for myself in one of the Entertainment District's hotels. I plan on staying there during my visit. We'd be more than happy to show you the way there if you'd like. I appreciate the gesture, but don't worry, I'm well acquainted with the city. You said the Entertainment District? Does that perhaps have something to do with the motive behind your visit?
You are a sharp one, aren't you? That's right, I've come to see Ark and Seal. If possible, I was hoping to get them to agree to performing in the Republic, a tour perhaps. You're looking to book them? Why? Why, of course. Ark and Seal is an enchanting Septian vein lying dormant in Crossbell. Have they the charisma to capture Calvert with their magical shows? Can they create a vortex of enthusiasm for theater there? Diese Beschreibung hat sie vorhin auch schon gebraucht. Das mit dem Vortex of Enthusiasm. Das klingt irgendwie so. Das ist so. Das sollte sie sich patentieren lassen, Kilika. Determining that is my main job here in Crossbell. Interesting. So, when she was talking about a jewel at Tangram Gate, she was talking about Ark and Seal all along. Ich denke. You're an interesting bunch. Still diamonds in the rough to be sure, but there's definitely something pure and true inside of you. And you're professionals as well, deducing who the culprit was like that. That wasn't something that comes to people easily. Das ist jetzt hier, finde ich, der Beleg, dass sie uns im Bus wirklich auch zugehört hat, weil wenn sie zum Hergang unserer Aufklärungsarbeit sich äußern kann, dann muss sie unsere Gespräche verfolgt haben. Also war das schon richtig interpretiert mit der Punkt-Sprechblase oder Gedankenblase. Let's both do our best from here on out, okay? Yeah. Thank you for your assistance again, Kilika. If there's anything you need while you're here, please don't hesitate to contact us. We'd love an opportunity to return the favor. If the opportunity arises, I'll be sure to do so. Well then, if you'll excuse me, I'll be off. Mega. Ich weiß nicht, warum ich sie so feiere. Ich weiß nicht mal, warum ich sie in Trades in the Sky so mochte. Aber ich hatte da auch Sympathien für sie. Glaube ich. Vielleicht sollte ich mein eigenes Let's Play nochmal angucken. Oder Trades in the Sky einfach nochmal spielen. This request was more than I was expecting. You're telling me. But hey, thanks to all that, I was able to meet one fine lady. Man, I've seen my share of beautiful girls from out east, but damn, that Kilika is on another level. You are incorrigible. Well, at least he didn't say it in front of her, I guess. Is everyone ready to get going? Exposing the counterfeit dealers completed. Oh Mann, das war eine richtig coole Mission. Die hat mir echt gut gefallen. Auch wenn ich diese Fragestellung manchmal ein bisschen schwierig und auch teilweise unfair finde, weil halt schwer zu beantworten. Aber du würdest halt im Spiel wahrscheinlich trotzdem weiterkommen. Du hättest halt nur D-Pier-Abzüge und vor dem Hintergrund ist es eigentlich auch wieder okay. Sheesh, Granny, have you bothered to reflect on your actions? It doesn't look like it. Nee, ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Zumindest nicht heute. Vielleicht muss sie erstmal eine Nacht drüber schlafen oder so. I just can't seem to get used to conducting interrogations, no matter how many of them I do. I can detain some snot-nosed punks like it's nothing, though. That seems like it might be an issue in our line of work. I just can't seem to get used to... Naja, weiß ich nicht, Raymond. Ob man dem das jetzt aufzwingen kann, ob man dem das beibringen kann, darin besser zu werden. You, how dare you show your faces in front of me again? The gall, the nerve, I'm going to make you pay, I swear it. Oh yes, come next year, you won't know what hit you, remember that, you punks. Hey Granny, over here, did you forget you're in the middle of an interrogation? Ich glaube, die hat da einfach null Respekt vor. Remember that, you punks. Okay, wow. Anstrengend. Das ist dann wohl die Kehrseite des Officer-Daseins so, weil eigentlich ist das, glaube ich, ein ganz cooler Beruf, auch solche Vernehmungen durchzuführen. Vernehmung ist, glaube ich, das richtige Wort, oder? Weil ich vorhin irgendwie mich auf Verhör festgelegt habe. Aber ja, bei so Leuten wie ihr, ich weiß nicht, ich hätte da schon wieder zu wenig Geduld, um das gut machen zu können. Donovan and his man just brought in a bunch of supposed criminals. What is it with this crowd? Isn't everybody a little too excited? Man, it's just the anniversary festival. It happens every year. No need for all these people to get so excited over it. Naja, da ist halt jeder anders, ne? Und das ist auch gut so. Oh! Shit.
War hier nicht irgendwas mit der Fotografie-Quest? Vielleicht war das gerade unklug. There's a symposium being held at City Hall later today. I don't think the average person is going to be interested in it, but apparently scholars from across the continent will be in attendance. The mayor, the IBC CEO, and Mr. Grimwood will be there participating on Crossbell's behalf. The CPD will be in charge of the security detail, but they'll be receiving assistance from none other than Arios McLean. Upper management isn't exactly thrilled about the idea, but we have to keep up appearances in front of the other nations. Tja, also wenn Arios dabei ist, brauchen sie wenigstens nicht zu befürchten. Aber immer wieder spannend, wie der Staat dann doch hier und da ständig auf die Bracer-Hilfe angewiesen ist und die das alles nicht allein geschissen kriegen ohne die. Das werden sich die Bracer aber wahrscheinlich auch ein gutes Sümmchen kosten lassen, schätze ich mal. So, Telefon. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen ein neues Ziel. Aber ich werde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Boah, wobei, nee, warte, ich drücke noch zweimal weiter, sonst habe ich die ganze Zeit dieses Klingeln im Ohr. Gar kein Bock. A call. Hopefully not another emergency. Jetzt aber. Lloyd Banning speaking. Und Trommelwirbel. Wir werden heute nicht aufschlüsseln, wer da angerufen hat, sondern die Spannung maximal hochhalten für die nächste Folge. Ihr Lieben, es tut mir leid. Ich freue mich trotzdem sehr aufs nächste Mal. Bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.